Dementsprechend gehen wir einfach so ins Review-Video der KTM 1290 Super Adventure S. Und zwar, es hat schon ein wenig gefehlt. Viele von euch haben schon gefragt. Ich habe mittlerweile schon wieder 7000 Kilometer auf dem Bike. Also wir sind hier maximal intensiv Test-Review, whatever. Und deshalb viel Spaß für euch bei diesem Video. Das Ding ist, ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst vor diesem Video, weil die Liste an negativen Punkten ist relativ lang geworden. Aber ich glaube, das ist eher so Schnickschnack, Kleinigkeiten, mit denen man leben kann. Bisher war zumindest auch echt nichts wirklich Großes dabei. Aber das Gesamtbild wird schon ein bisschen verunschönert. Und ich liebe das Bike. Ich würde sofort wieder kaufen. Ich bin phänomenal begeistert. Und für mich ist es auf jeden Fall das bessere Bike als die Ducati. Aber das ist rein subjektiv. Dementsprechend freut euch jetzt auf die schönen Punkte, die ich hier aufgelistet habe. Und schauen wir uns mal an, was ihr davon so haltet. Es wird auf jeden Fall noch ein Vergleichsvideo geben zwischen KTM und Ducati. Genau, ihr habt es ja schon gesehen, beim Abstandstempomat habe ich schon so ein kleines Video, aber ich werde dann nochmal ein großes machen. Ja, und ein paar Punkte habe ich schon im Detail auch mit separaten Videos abgedeckt. Deshalb zum Beispiel, wie war der Reifen, wie ist die Erstbereifung, funktioniert das alles so. Dann kommt das ein anderes Mal. Also wir fangen an mit den positiven Punkten, weil das Bike ist mega geil. Und ich will einfach mal was Positives davon erzählen. Schauen wir mal. So, erster positiver Punkt ist für mich der Abstandstempomat und die manuelle Einstellung für Cruise Control. Ihr habt das vielleicht gesehen, da ist ein eigenes Video und da erzähle ich davon, dass eigentlich von der Harmonie der Abstimmung der Ducati Abstandstempomat besser ist. Aber du gewöhnst dich auch an den KTM. Und für Deutschland, solange wir es noch können, du kannst mit Cruise Control Only, also nur einen Tempomat, hier bei der KTM wirklich einfach auf 190 das Ding einstellen und einfach Kilometer auf der Autobahn machen, wenn du keinen Bock hast. So wie wir waren im Saarland, Geburtstagsparty von einem Freund, so ein bisschen über Frankreich. Geile Sache übrigens, ich habe eine Strafe bekommen für 86 km/h, das war richtig geil, 80 war erlaubt, Toleranz abgezogen, 81 km/h, 5 km/h zu schnell, 86, 50er, ungefähr so. Also ja, naja, wenn schon Regeln, dann richtig verfolgen. Bin ich sogar ein Fan, aber lustige Geschichte, also ist da passiert. Und dann haben wir einfach keinen Bock gehabt. Die Freundin war wirklich müde, wir waren ja auch feiern am Vorabend. Ich habe trotzdem richtig Laune gehabt, egal. Dann Autobahn, Tempomat 190, go. Richtig easy, war sehr angenehm. Sind gut angekommen. Also ja, das ist für mich ein großer Pluspunkt. Dann für mich auch das Fahrwerk an sich, finde ich noch eine Spur geiler bei der KTM. Wieso? Also besonders in so Themen wie Zuladung und du fährst trotzdem noch sportlich und du willst es ein bisschen wissen und das Fahrwerk gleicht so Sachen aus. Ja, da hat es dieses Video mit dem Hauptständer gegeben, wo wir in kompletter Zuladung mal links und mal rechts geschliffen sind, aber alles in allem, ich finde einfach, es reagiert ein bisschen besser bei sportlicher Fahrweise. Ich vergleiche, wenn du gemütlich cruist, sind beide perfekt, beide optimal, alles cool. Aber genau, für mich ist besonders auch das sportliche Fahren wichtig, deshalb habe ich auch diese beiden Bikes jetzt besessen, weil das die sind, mit denen du halt auch noch am dynamischsten fahren kannst. Aber ja, und auch vor allem, wenn du Sport einstellst bei der KTM aufs Fahrwerk, dann ist es wirklich richtig geil bretthart. Und das Ding ist, das Video ist noch nicht online gegangen, aber so die erste Ausfahrt damals mit der Ducati in Kroatien und mega geile Küstenstraßen, da waren die Koffer drauf, das Bike war voll beladen, ich habe das Ding auf Sport eingestellt und auch hart und das war mir nicht hart genug. Ich habe tatsächlich reingehen müssen, auch in die Einstellungen, bei der Ducati kannst du alles bis aufs präziseste, letztes selber manuell einstellen und habe es auf die härteste Stufe ever eingestellt und es war für mich noch immer nicht bretthart. Es ist immer noch ein bisschen komisch gewippt mit den Koffern und wenn du dann in der Kurve so rausgezogen hast, ja. Also für mich jetzt, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, vielleicht fahren nicht viele so, aber für mich KTM besser. Ich finde es echt komplett stressfrei. In diesem Automodus passt perfekt, manchmal ein bisschen straffer, manchmal ein bisschen weicher, manchmal wippst du ein bisschen, der macht alles komplett easy going. Dazu auch noch gleich dann später ein negativer Punkt, aber ja, so ist es cool. Die Reifen und die Erstbereifung passt mir auch bei der KTM. Das ist schon eher ein Vergleichsvideo. Ich gehe weg von diesen Vergleichen. Genau. Also der Reifen ist top. Erstbereifung ist super geil. Gefällt mir trotzdem besser als bei der Ducati, weil der Reifen nicht so hart ist.
ist ja ein Mitas im Verhältnis zu einem Pirelli. Sorry dafür. Genau, also deshalb, ich finde, hat perfekt gepasst. Manchmal auch unter trockenen Bedingungen mag er keine Straßenmarkierungen, aber nichts mag Straßenmarkierungen und dementsprechend da, ja, genau. Das Video gibt es auch schon hier, wie der Reifen, wie lange hat er gehalten. Alles perfekt, zieht es euch gerne rein. Ich finde, geile Reifen, hat richtig Spaß gemacht. Würde mir sofort nehmen, wenn er im Verhältnis nicht gleich viel kostet wie jetzt ein besser bewerteter Reifen, aber ich finde, war voll in Ordnung. Also bei Regen super, bei Trockenheit super, optisch voll in Ordnung, eher wie ein Straßenreifen einfach. Ist voll, passt perfekt. Knöpfe und Menüführung im Allgemeinen, ich finde es top, easy. Man findet sich schnell zurecht. Ich weiß jetzt, der Tempomat hat ein Plus vorne und ein Minus hinten. Jawohl, habe noch nie ein Moped gehabt mit dem Knopf hinten, ganz spannend. Bei der Probefahrt von der R. Das ist ein Fahrzeug. Und es war echt spannend, also ich war nicht zu blöd, den Tempomat einfach auf eine höhere Geschwindigkeit zu stellen. Es geht so nicht. Im Sinne von, du fährst 50, du beschleunigst auf 80, du willst einfach wieder diesen Set-Knopf drücken. Kannst du nicht. Du kannst ihn immer nur deaktivieren und wieder auf die alte Geschwindigkeit reaktivieren. Wenn du ihn echt auf eine neue Geschwindigkeit wieder aktivieren willst, musst du ihn einmal ganz ausschalten, wieder Set drücken und dann hast du ihn wieder. Oh, hat man mir gesagt, es gibt nur einen Knopf. Voll geil. Und ja, an Plus und Minus, ich finde, das gewöhnt man sich sofort dran und ist echt easy und straightforward. Genau, auch die Fahrmodi an sich sind deutlich erkennbar und unterscheiden sich deutlich. Genau, es gibt ja quasi normal, Regen und Sport. Die Gasannahme ist krass bei Regen. Ich habe das einmal probiert, keine Ahnung. Da ist eine Gasannahme, die ist so weit hinten von der Reaktion und der Annahme, braucht man nicht, auch bei Regen. Bleib einfach ein bisschen Piano am Gas. Und die Traktionskontrolle ist wirklich auch top. Dementsprechend, das läuft wirklich super. Moped ist toll, fährt gut. Ich hole mir kurz was. Ein Sitzpolster und noch ein Halstuch. Hier wird's frisch. Oh Mann, ich bin ja gerade rausgekommen mit Haube, hab mit euch gequatscht, habe jetzt alle positiven Punkte durch, aber habe vergessen auf Record zu drücken. Also nochmal, tut mir leid für mich. Ich hoffe, ich kann es ein zweites Mal noch so emotionsgeladen rüberbringen. By the way, es wird hier dunkel, aber ich hoffe, das kriegen wir in der Nachbearbeitung noch gut hin. Wir waren bei Menüführung, Knöpfe, Sport, Modi. Genau, Fahrmodi sind gut, also diese drei haben wir, Rain, Sport, Normal. Man spürt einen deutlichen Unterschied in der Gasannahme. Traktionskontrolle habe ich persönlich keinen deutlichen Unterschied gespürt, aber ist ja auch gut. Das heißt, du hast dich immer sicher gefühlt. Du kannst bei dem Bike auch in den Einstellungen der Traktionskontrolle jetzt nichts ändern, außer im Rally Pro Modus. Andere Geschichte, ist auch Zubehör. Aber von Haus aus ist alles so eingestellt, dass es sicher bleibt und sicher ist. Es ändert was angeblich bei ABS und Traktionskontrolle. Du siehst es unterschiedlich auf Blitzen vielleicht. Und ja, fährt aber super. Genau, Rain braucht man nicht probieren. Genau, bei Rain ist es echt so, dass die Gasannahme irgendwann passiert. Da bist du eigentlich schon in der Zukunft und im besten Fall 3 Kehren weiter, auch bei Regen. Und das Ding reagiert dann vielleicht. Also echt, da habe ich nur einmal im Trockenen ausprobiert, um das Gefühl zu testen, wie ist denn so die Gasannahme. Aber ja, nicht für mich. Ich fahre immer mindestens in normal. Und ich fahre echt gerne in Sport. Ich mag die direktere Gasannahme mehr. Genau, was noch zu beachten gilt, bei Sport machst du auf jeden Fall mehr Wheelies. Sehr geile Sache. Die Wheelies gehen auch definitiv verdammt hoch rauf. Also ich würde hoffen, dass dann noch irgendeine Art von Wheelie Control triggert. Sollte ich vielleicht mal in der Anleitung nachlesen. Genau, allgemein fährt man mit dem Bike sowieso viel mehr Wheelie, was mir richtig gut gefällt. Und bei den Bikes sind auch endlich wieder Burnouts möglich. Was daran liegt, dass die Haltebremse, also die Hill Climb Whatever Unterstützung, genau, also es gibt keine Haltebremse, das heißt die Hinterbremse bleibt immer gelöst. Das heißt, du kannst vorne die Bremse halten und einfach Stoff geben. Moment, muss kurz meine Freundin begrüßen. Kaufgrund für mich war primär Schaltautomat und Motorcharakteristik. Finde ich echt voll geil bei der KTM. Gefällt mir auch deutlich besser als bei der Ducati. Einfach, es zieht richtig anständig durch. Der Schaltautomat funktioniert astrein zu 100%. Also ich hatte bei der Ducati ja öfter das Problem, dass er mir den Gang einfach rausgehaut hat. Was ist jetzt öfter? Alle 2-3 Wochen. Du ziehst halt mal voll durch und egal ob unterdurch oder oben raus, auch oben raus, hat er den Gang einfach nicht genommen und manchmal so gemacht, als ob er ihn reinnimmt und dann wieder rausgehaut. Was halt so eine extreme Verzögerung als Konsequenz gehabt hat, was einfach verdammt nochmal potenziell gefährlich ist. Deshalb hat mir gar nicht gefallen und ja, gibt es ja einfach nicht. Es hat wirklich bei dem Großglockner Video gegeben, ich weiß nicht, ob das schon ordentlich ist, aber ich habe ihn manchmal in den Begrenzer gejagt.
das Ding ist, wenn du im Begrenzer bist, mag der Schaltautomat nicht immer, ist aber voll verständlich. Ich habe selber verbockt. Genau, das war ungefähr der 3. Tag, wo ich das Moped nach der Freischaltung, nach den 1000 Kilometern einfahren hatte. Ich fahre halt gern auf 8.000 bis 10.000 Umdrehungen und hau dann den nächsten Gang rein. Und das braucht halt einfach Millisekunden Timing und auch Gefühl pro Bike, wenn du halt voll am Gas durchziehst, dass du genau diesen Intervall erwischt. Und ja, beim Einfahren hängt er dadurch manchmal im Drehzahlbegrenzer, aber das ist voll in Ordnung, das passt auch so. Sound allgemein finde ich phänomenal bombastisch, genauso wie ich es brauche. Egal ob unten rauf, oben rauf, mittendurch, er ist immer geil. Genau, bei der Ducati hat mich der Sound einfach nicht angeturnt. Ab 8000 war richtig geil, aber du fährst halt nicht immer über 8000. Dementsprechend ja, Punkt auf jeden Fall bei der KTM und gefällt mir wirklich super dort. Macht mich jedes Mal glücklich. Ich starte sie an, bin glücklich. Ich starte sie an, fahr los, bin glücklich. Ich fahre bei der Ampel los, bin glücklich. Ich drehe auf der Autobahn auf, bin glücklich. Ich drehe am Berg auf, ich bin glücklich. Ja, immer glücklich mit dem Bike. Dann die Koffer. Die Koffer sind riesig. Hier gibt es ein Video. Wenn sie voll beladen sind, das sind die Duratec Zusatzkoffer, also nicht die Standard Plastikkoffer, sondern quasi Aluminiumkoffer, eckige Riesenteile links und rechts, führen leider dazu, dass es wobbelt beim Fahren. Beschissen, kann man nichts machen. Es liegt nicht an der Beladung, es ist, wenn es leer ist, es ist, wenn es voll ist, es ist, wenn die Fallen drauf sitzt. Genau, Video dazu habe ich schon gemacht, gibt es eben hier, gerne verlinkt für euch. Aber ja, das schränkt nicht ein, dass ich die Koffer nicht mega geil finde. Wir kriegen so viel rein wie noch nie zuvor. Das Packvolumen ist abartig. Mit unserer Kawasaki-Tasche, das ist nochmal eine 80 Liter Dryback drauf, haben wir so viele Möglichkeiten, Sachen reinzupacken wie noch nie in unserer Motorradreisgeschichte. Und wir fahren ja oft weit und auch oft lang. Und da ist schon geil, wenn du ein bisschen was mitnehmen kannst. Also wir sind eher verwöhnt. Und wenn wir so ein Wochenende wegfahren, denken wir uns, wieso sind die Koffer nur halb voll? Ja, packen halt wenig ein. Immer nur schon mit wenig Sachen gefahren. Deshalb, also das sind die Koffer. Ich hatte kurz auch tatsächlich, bei mir war das Vorderrad wohl falsch gewuchtet, wie das Moped aus der Fabrik gekommen ist. Deshalb, ich habe das einmal nachwuchten lassen, ging auf die Garantie. Und jetzt ist es wirklich auch bis 250 komplett bombenstabil, wenn ich keine Koffer drauf habe. Das heißt, dann läuft das Bike perfekt mit Koffer und also mit diesen Alu-Koffern musst du leider wohl das in Kauf nehmen, ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ihr was anderes wisst, gerne rein damit in die Kommentare. Im Nachhinein würde ich auch eher die Plastikkoffer, die normalen Tourenkoffer nehmen. Die sind auch so locker gelagert, dass sie sich auch mit dem Wind und mit dem Bike ein bisschen mitbewegen. Und dann eben keine Unwucht, kein ungutes Gefühl ins Bike bringen, keine Vibrationen, keine Bewegungen. Und mir fürs Geländefahren vielleicht einfach Softbags, irgendwas drauf kaufen für links und rechts zum draufhängen. Ich habe mir auch schon gedacht, wenn ich im Gelände fahre, bin ich hier allein, kann einfach immer meine Dryback nehmen. Auch eine gute Option. Aber ja, das würde ich in zweiter Hand anders machen. Wieso habe ich die Koffer gekauft? Ich finde, sie sehen optisch mega geil aus, haben mir einfach gefallen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht darum, dass dieses Gerüst zum Beispiel immer draufgeschraubt ist. Also macht euch vielleicht darüber Gedanken, wenn ihr eine kaufen wollt und diese Koffer wollt, das Gerüst bleibt halt immer drauf. Ja, obvious, aber nicht bedacht. Und mich stört es aber optisch jetzt auch nicht wirklich. Genau, gar kein Ding. Die Koffer kann man super einfach rauf und runter holen, da wirklich straightforward. Das ist aber auch gar kein Problem. Aber ja, die Koffer sehen super geil aus, sie haben ein super Packvolumen. Und ich dachte mir auch echt, wenn das Bike Offroad mal umfällt mit dem Koffer drauf, ist es einfach egal und sieht besser aus, wenn ein Alukoffer eine Delle oder eine Schramme hat, als jetzt die Plastikkoffer sind irgendwie zerkratzt oder gesprungen oder was auch immer. Genau, ich habe wirklich an den Offroad-Einsatz auch gedacht und dachte mir, scheiße, wenn es umfällt, dann drucken das die Alukoffer besser weg. Was ich super geil finde, ist, ich kann jetzt endlich auch im zweiten Breitengang kehren fahren. So viele von euch haben das ja bei mir kommentiert und möglicherweise kritisiert, wenn ich halt im ersten durch eine Kehre fahre, aufwärts oder abwärts. Aber die Ducati hat echt geschoben an gewissen Stellen und im niederen 2.000, 3.000 Umdrehungen Drehzahlbereich. Und I don't like, wenn das Bike mich durch die Kurve schiebt. Deshalb habe ich einfach auf den ersten geschaltet und durchgefahren. Bei der KTM passiert das überhaupt nicht. Du kannst komplett easy auch echt im dritten um die Kurve rumfahren und einfach durchziehen und das zieht dich gemütlich wieder raus, auch im zweiten. Das ist komplett kamott, easy, gemütlich, macht riesen Spaß, deshalb ist super smooth zu fahren. Das Licht ist abartig, phänomenal. Nächster Punkt, ich finde echt, in der Nacht, wir waren bei so einem kleinen Theater hier im Münchner Umland, Landstraße hin, sind hingefahren.
das Ding hat das ausgeleuchtet komplett. Du bist echt vollkommen wie so ein Ritter auf einem Wahnsinnspferd, der in die Schlacht zieht mit was auch immer, Laseraugen möglicherweise, und Einhorn hat schon auch irgendwie noch gefehlt. Also es ist phänomenal, also das ist beyond. Also finde ich echt geil. Kurvenlicht ist wieder, schaltet sich rechts und links einfach irgendwas dazu, aber das Licht ist einfach auf einem komplett anderen Level. Ist es besser als die Ducati? Das Ding ist für mich subjektiv ja, und zwar das Licht war, der Ducati hat irgendwie so einen gewissen Weißtouch gehabt. Und manchmal hatte ich den Eindruck, wenn ich Fernlicht angemacht habe, war ich irgendwie leicht blind. Ich habe irgendwie schwere Sachen auf dem Display wahrnehmen können und so. Und bei der KTM gibt es das gar nicht. Du hast das Licht, du hast das Fernlicht, das ist da. Ich kann noch alles ganz normal lesen. Also irgendwie, zumindest für mich subjektiv, hat der Touch des Lichtes bei Fernlicht nicht ganz gepasst. Vom Lichtspektrum vielleicht, I don't know. Aber ja, so in der Richtung KTM-Licht, top. Genau. Ich habe mir hier notiert, es ist noch besser als bei der Multistrada. Also nehmen wir das einfach mal so, habe ich mir wohl damals gedacht. Genau, endlich wieder sind Burnouts möglich. Mega geiler Pluspunkt. Wieso? Weil genau, du hast hier so eine Hill, also Berg-Losfahr-Kontrollunterstützung. Die habe ich wirklich deaktiviert, weil sie mich nicht wirklich unterstützt. Im Sinne von, willst du irgendwo rückwärts bergab rollen und ziehst die Bremse nur ein bisschen zu fest, macht er sofort dicht. Dann musst du zweimal wieder den Hebel ziehen, dann macht er sie wieder auf. Aber ich persönlich habe keine Probleme, rückwärts zu rollen. Mache es entweder über die Kupplung oder über die Bremse, kriege ich immer hin. Ich persönlich habe auch keine Probleme, bergauf loszufahren. Und dementsprechend behindert mich das Feature echt beim Wenden, beim Kehren, wenn es irgendwie so leicht nur bergauf geht oder eigentlich eben ist und dann macht er immer dicht und du versuchst nach hinten zu schieben und du denkst, ja, es klemmt schon wieder. Ist mühsam. Deshalb ist echt ein Feature, das ich deaktiviert habe. Richtig schade irgendwie. So jetzt wie bei der Ducati, dass du sagst, du ziehst den Hebel lang und dann macht er einfach die Hinterbremse an und du kannst einfach entspannt irgendwo stehen. Ist ja auch bei der Ampel irgendwie, wenn es leicht bergab geht, sinnvoll. Das kann die KTM eben nicht, das ist nur eine Berganfahrkontrolle. Und ja, aber wieso sind Burnouts möglich? Weil die Hinterbremse quasi da nie aktiviert ist und du kannst es ja auch ausschalten und dementsprechend kannst du dann einfach die Vorderbremse ziehen und einen Burnout machen. Mega geil. Habe ich schon ein bisschen vermisst bei der Ducati. Tempomat geht auch unter 50 km/h, also offiziell ab 30 bis 150. Wirklich super geil, also auch ACC. ACC primär, Tempomat geht ja unendlich, wissen wir. Und der beste Pluspunkt, und dann war es das auch schon mit dem Pluspunkt bei mir, ist, dass die Bremsen noch nie gequietscht haben beim Bremsen. Genau, das war ja bei der Ducati. Ich war dort, ich habe auch beim Service dreimal gesagt, die Bremsen quietschen, fix das bitte irgendwie. Ich habe neue Bremspackerl gekriegt, die haben noch immer gequietscht. Und dann bist du irgendwo vorgefahren, hast leicht gebremst, das ist auf so vielen gefahrenen Kilometern passiert, dass einfach du irgendwo angehalten hast und die Bremsen haben gequietscht. Und es war erbärmlich, muss man einfach so sagen. Und es passiert nie bei der KTM. Und es ist schön, dass ich es jetzt hier mit euch nochmal bewusst erlebe, weil ihr wisst ja, wenn man irgend sowas hat, man vergisst es dann ja wieder. Das ist ein riesen Pluspunkt, weil es ist einfach traurig, wenn die Bremsen quietschen. Und ja, ich habe es auch bei anderen Review-Videos bei der Ducati schon gesehen. Ist auch erwähnt an anderer Stelle, also ist wohl nicht nur bei mir gewesen. Und ja, es gibt ja keinen Grund. Ich glaube, keine Ahnung, ob es die Belege sind oder so, aber es hat uns nicht zu kümmern. Geil, dass es bei der KTM nicht so ist. Genau, und hier wird es schon dunkel, außerdem ist es kalt. Deshalb, ich gehe jetzt mal nach drinnen und filme den Rest für euch morgen ab, wo es hoffentlich auch wieder schön ist. Dementsprechend, bis gleich. Oh yes, und dann gibt es noch ein zweites Video. Ich bin immer noch dran. Willkommen zurück, und zwar weiter geht's mit den negativen Punkten der KTM 1290 Super Adventure S. Und ja, ich habe wirklich wahrscheinlich keinen Bock, das Video zu drehen, weil ich das Bike wirklich liebe. Aber wir fangen einfach mal an mit den top negativen Punkten persönlich für mich. Und zwar, leider habe ich echt bei der Ducati auch nie erlebt, aber das Display blendet unter gewissen Umständen verdammt hart. Also so, dass du echt blind bist, so, dass es dich echt auch ablenkt und so, dass du einfach gegebenenfalls irritiert bist. Also ja, egal wie man es einstellt, runter, rauf, es gibt in jeder Kombination einen Winkel, wo das Ding einfach, vielleicht auch weil es einfach eine spiegelnde Oberfläche hat, dass es dir dann eigentlich wirklich wie ein Spiegel, wie so ein Metall oder irgendwas einfach voll in den Blick blendet. Ungemütlich. Dann auch ein ganz lustiges Thema, der C2-Schalter wird bei mir automatisch von Zeit zu Zeit wieder gelöscht.
Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe es auch schon über den Händler gemeldet und jetzt auch bei KTM gemeldet. Die haben gesagt, sie wissen davon noch nichts. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht in Zukunft mal abgedatet wird. Aber bei mir zumindest, ich habe den C2-Schalter auf ACC Distanz gewählt. Also dass du einfach sagst, bei Automatic Cruise Control fährst du einfach quasi in einer gewissen Distanz zum Vordermann. Genau, und dann kannst du quasi zwischen 5, 6, 8 Optionen frei wählen. Und bei dieser Option löscht sich der Schalter. Ich war echt zu faul, das durchzuprobieren, ob vielleicht nur ACC-Distanz gelöscht wird oder ob das immer passiert. Aber ja, ist einfach eine Sache, die muss man sich anschauen. Wird bestimmt auch gefixt. Und dann der Klassiker wieder mal KTM Connect, zumindest bei mir wieder mit den klassischen 2 Telefonen. Ein OnePlus 8T mit Android 11 und ein Huawei P30 mit Android 12. Egal wie man alles deaktiviert im Sinne von Batterieoptimierungsoptionen und bla bla bla. Die Pfeile sind einfach nicht da. Was ich ganz lustig finde, es gibt im App Store eine andere App von einem Kerl, gerne unten verlinkt. Der liest einfach die Benachrichtigung, die eine App, eine Navigations-App allgemein generiert, aus und zeigt dir das am Display an. Die funktioniert zu 100%. Ist wirklich phänomenal. Da fehlen aber die Kurven-Icons. Da gibt's ein paar Diskussionen von wegen Downgrade auf eine ältere Google Maps Version und dann siehst du auch Google Maps Pfeilnavigation dort drinnen, dann funktioniert das perfekt. Aber ja, das ist ein Hobbyprojekt von dem Kerl, absolutes Tribute an ihn, danke für die Mühe. Aber ja, will ich ehrlich gesagt auch nicht benutzen, brauche ich nicht, ist mir zu viel. Wenn, dann würde ich KTM Connect gerne benutzen, funktioniert nicht. Genau, mein OnePlus ist mittlerweile auf Android 12, ich könnte wieder mal versuchen, ob es funktioniert. Habe aber eigentlich auch keinen Bock, weil ich habe die coole Quad-Lock-Halterung. Dementsprechend kann ich das Handy wieder oben rein hängen und es funktioniert alles perfekt. Boah, echt verdammt. Wie viel Zeit so ein Review-Video immer kostet. Also, noch ein paar negative Punkte und die Bewertung ähnlich wie bei der Multistrada V4S damals. Ganz lustig, hier ein kleines Video. Es sind die Schalter in der Regel beleuchtet. Das kann man sogar extra ein- und ausschalten und die Helligkeit wählen. Aber es sind nicht alle Schalter beleuchtet. Zum Beispiel die Hupe, der Startschalter und auch der Blinker, verdammt, sind nicht beleuchtet. Also wer sich diese genialen Gedanken gemacht hat, gewisse Schalter zu beleuchten, wie der Tempomatknopf, aber einen Schalter wie den Blinker nicht zu beleuchten, also den Blinkerschalter, sehr fragwürdig. Aber vollkommen egal, mir ist es nur echt mal in der Nacht aufgefallen, ich habe es sehr lustig gefunden. Ein Punkt ist leider schon auch gravierend, also ich habe schon mindestens 3-mal auf die 7000 Kilometer jetzt Warnmeldungen angezeigt bekommen. Also 2-mal die Motorkontrollleuchte und letztens bin ich einfach irgendwie rumgefahren, hat mir echt 3 Warnmeldungen angezeigt. Da ist aber gleich direkt dabei gestanden, schalte das Motorrad aus, warte 10 Sekunden und schalte es wieder ein, wenn es dann nicht weg ist. War zur Werkstatt, das war tatsächlich phänomenal. Gleich in der Beschreibung, hat echt geklappt, war danach weg. Genau, die Motorkontrollleuchte ist einmal nicht weggegangen, bin ich zur Werkstatt gefahren, das war irgendwie ein Radumdrehungssensor, hat wohl einen Defekt gehabt. Beim zweiten Mal war es wohl wieder der Radumdrehungssensor, da ist es aber von allein nach 48 Stunden wieder weggegangen. Man muss wohl, wenn die Warnmeldung aktiv ist, zur Werkstatt fahren, dann müssen die irgendwie beweisen, dass sie ein Foto machen von irgendwas. Ehrlich, ich habe es vergessen, von was sie ein Foto machen müssen. Auf jeden Fall, dann kann man auch diesen Sensor mal austauschen lassen, weil scheinbar hat ein Sensor wohl einen Defekt und das kann man irgendwie nicht spezifischer sagen. Die Motorkontrollleuchte bei dem Bike ist wohl für nahezu alles zuständig. Dementsprechend leuchtet die dann einfach, obwohl das Bike eigentlich noch richtig funktioniert. Aber trotzdem ungut, wenn man auf 7000 Kilometer einfach mehrfach irgendwelche Warnmeldungen sieht, hinter denen nichts steht, zum Glück. Aber trotzdem ist es sehr irritierend. Oft gehört habe ich auch, dass der Blinkerschalter von der Haptik schlecht ist. Und ich habe mir wirklich auch gedacht am Anfang, er ist komplett schlecht. Und auch bei der Probefahrt, ich habe den Blinker nicht ausschalten können. Okay, ich suche bei allem irgendwo ein Pattern, weil die meisten Fehler lassen sich durch irgendeine spezielle Herangehensweise umgehen. Und ja, ich habe es mittlerweile einfach drauf, ohne nachzudenken. Du drückst einfach diesen Blinkerschalter drauf und dann ist er immer aus. Aber irgendwie, der Schalter ist ungeil, würde ich einfach so sagen. Mach doch einfach einen normalen Schalter, wo du einfach spürst, klick. Weißt du, einfach so ein gewisses Moment in irgendeine Richtung, wo du weißt, das war's jetzt. Genau, weil er wackelt irgendwie so leicht links, leicht rechts. Besonders das Einschalten kriegst du noch hin, aber das Ausschalten ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Für mich auch ein negativer Punkt ist die Preisgestaltung. Und zwar, du kriegst das Bike zwar gefühlt jetzt ohne Zubehör für einen echt günstigen Preis, keine Ahnung, plus minus um die 20, 19.
1.000 €, aber wenn du dann einfach Zeug reinhaust, was zum Beispiel bei der Ducati einfach in einem gewissen Paket dran ist, und hier musst du die Teile halt alle einzeln selecten und auch das Tech-Pack, dass du keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle hast bei einem Bike dieser Kategorie von Haus aus, sehr merkwürdig. Und dass ich mir selber die Wahl stellen kann überhaupt, sehr merkwürdig. Klar kann man Geld sparen, sollte aber irgendwie an der Stelle nicht sparen. Genau, und letzten Endes kommst du auf 27.000, 28.000, was eigentlich ein Preis ist, der teurer ist als die Multistrada VVS, wenn du dir das so zusammen konfigurierst. Das sind zumindest meine Erfahrungen und ich finde, das ist echt ungeil. Das ist wirklich ungeil. Machst es einfach transparent, sagst einfach, das Bike kostet so viel, dann hast du ein voll ausgestattetes Bike. Weil ja, aber das ist einfach Herstellerpolitik. So wie zum Beispiel Toyota einfach sagt, da ist das Auto voll ausgestattet, und bei Audi fangst du bei 34.000 an, und wenn du einen normal ausgestatteten Wagen hast, bist du bei 55. So ungefähr. Also das ist einfach Preispolitik des Herstellers. Aber ich finde es als negativen Punkt hier zu erwähnen, weil ich es nicht cool finde. Eieieiei, die Liste ist so lang. Dann geht es weiter mit den normal negativen Punkten, was mir alles so aufgefallen ist. Einfach so, was jetzt in diesen 7.000 Kilometern passiert ist. Also der Sozio-Sitzheizungsregler ist quasi ein Schaltknopf, der wie bei einer Herdplatte in der mittigen Position ist. Dann kannst du links für Stufe 1 und rechts für Stufe 2 oder vice versa drehen. Genau, also so ist das Setup. Und der Schalter hat einfach, der ist quasi angeschraubt mit einfach irgendeinem Gegengewinde auf der Rückseite und hat sich einfach schon zweimal gelöst. Und am Anfang, genau, die Freundin ist drauf, sie versucht das ein- oder auszuschalten, und du spürst quasi, der Schalter dreht sich einfach 360 Grad im Kreis, weil dahinter ist einfach das Kabel. Ist jetzt nichts kaputt geworden oder so, aber ist einfach schade, dass das passiert, wenn das Bike brand new rauskommt. Genau, ich habe es beim ersten Mal, bin ich zum Händler gefahren, der hat mir gesagt, okay, du kannst die Verblendung dort easy abnehmen, festdrehen. Das hat sich nochmal gelöst. Ich habe es dann ein zweites Mal einfach selbst gemacht. Jetzt haltet es. Im schlechtesten Fall würde ich einfach so ein Loctite drauf geben. Aber ist schade. Für ein Bike in der Preisklasse ist es schade. Die Einstellung und die Auflistung der Fahrmodis ist für mich nicht so optimal wie bei der Ducati Multistrada VVS. Im Sinne von, du kannst es zwar auch auf einen C-Schalter legen, dann kommst du schnell rein, kannst es switchen. Aber ja, so ein Mode-Knopf oder auch ein Fahrwerksknopf, einfach ein Knopf, ist schon very nice. Aber das hatten wir ja schon. KTM hat sich scheinbar entschieden, weniger Knöpfe, mehr übers Display, und Ducati einfach mehr Knöpfe. Ist, glaube ich, einfach eine Glaubensfrage, was man lieber hat. Aber ich finde allgemein für solche Sachen, der Knopf ist schon very, very nice. Hier schon kurz erwähnt und auch in dem anderen, im ACC-Video, falls es noch möglich ist, hier verlinkt. Ich finde, das ACC ist nicht ganz so smooth, also manchmal einfach ein bisschen grob, ein bisschen guckig beim Beschleunigen und beim Bremsen. Aber ja, das ist einfach so. Es wird halt versucht, den optimalen oder den vordefinierten Abstand immer sehr präzise einzuhalten. Dadurch hat man einfach stärkere Beschleunigungen und stärkeres Bremsen. Und es ist weniger kulant, mal ein bisschen mehr auszurollen oder dementsprechend da angenehmer zu sein. Es ist die ACC Komforteinstellung, für die ich hier spreche. Ich habe die ACC Sporteinstellung bis heute nicht probiert, weil ja für mich Komfort schon sehr sportlich ist, würde ich sagen. Allgemein bei mir war es auch so, war primär beim OnePlus 8T. Man sieht auch so kurz eingeblendet, kann man sich die Connectivity am Main Display anzeigen, dann siehst du den Handyempfang und ähnliches. Genau, das war bei mir immer nicht funktionsfähig, hat quasi nichts angezeigt, als ob das Handy keinen Empfang hätte. Ist aber auch egal, also ich brauche es nicht, trotzdem schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, das hat aber wirklich bei einem der beiden Handys bei mir funktioniert, also 50-50 Chance gewesen. Eine Kleinigkeit, aber ich bin einer von den schnelleren Kerlen, und zwar, wenn du die Zündung einschaltest und während diese KTM Ready to Race, die ja wirklich geil ist, Animation angezeigt wird, kannst du noch nicht starten. Du kannst relativ zeitnah starten, aber es sind mindestens 1 bis 2 Sekunden, nachdem du den Zündungsknopf gedrückt hast, bis du losfahren kannst. Ist jetzt auch relativ präzise, aber wenn schon, lass es gleich funktionieren. Habe ich bei der Ducati auch geliebt. Du hast quasi einfach Zündung an, Knopf drücken, go. Und ja, hier musst du halt, du wirst es gewohnt, es ist ja auch nicht lang, aber wenn du beim Moped einfach hingehst, Knopf drückst, starten drückst, geht's noch nicht. Boah, genau, ein Punkt, der mir wirklich sehr viel Nerven kostet regelmäßig, und zwar, egal wie du einen Tankstutzen, also bei der Zapfsäule, den Zapfhahn, egal wie du den reinsteckst in diesen Tank, es steht quasi der Sensor der Zapfsäule steht immer sofort an. Bedeutet, zu über 90% musst du selbst die ganze Zeit irgendwie versuchen, in einem gewissen Winkel das Ding selbst zu halten, und auch quasi, wenn es quasi triggert, dass du immer wieder den Hebel haltest, damit du relativ gut zum Ziel kommst. Du kannst dann einfach das Ding reinhängen und auf
also den Einrastmechanismus aktivieren und einfach warten, bis er 80% aufgefüllt hat. Du musst quasi immer dabei stehen und du musst quasi immer auch diesen Hebel halten. Finde ich anstrengend. Hat mich erst vorgestern wieder genervt. Die Bluetooth-Distanz des Chipsets ist verrückt. Scheint ein bisschen zu schwach zu sein. Bedeutet, wenn ich höre immer Musik eigentlich, also wenn ich am Moped fahre und Musik höre und mein Handy ist in der Hosentasche, dann habe ich oft Musikaussetzer und das ist wirklich ungemütlich. Wenn du das Handy direkt beim Lenker in die dafür vorgesehene Halterung reinlegst, bleibt die Bluetooth-Connection immer aktiv und deshalb kann ich auch feststellen, es ist nicht die Bluetooth-Verbindung vom Kopfhörer zum Handy oder zum Moped, sondern es ist wirklich Handy zum Moped. Und ja, das ist traurig, das ist echt schade. Ich bin auch drauf gekommen, wenn ich bei der Motorradjacke in die Brusttasche gebe, ist es besser. Genau, vielleicht produziert auch der Motor irgendwelche Interferenzen da unten und quasi auf Hüfthöhe ist es schlechter als auf Brusthöhe. I don't know, wie es verbaut ist, aber es ist einfach schade. Es ist wirklich schade. Nervt mich nämlich einfach, weil wenn ich mich draufsetze, habe ich immer gute Laune, ich will losfahren, ich will geile Musik hören dementsprechend und dann hast du einfach Aussetzer. Ist das echt nicht very nice. Auch ein bisschen merkwürdig, man kann den Fahrmodus nur wechseln, wenn ACC nicht aktiv ist oder auch Cruise Control. Bedeutet, du kannst jetzt nicht einfach, du hast den Tempomat, also sagen wir mal, Tempomat ist ACC oder was auch immer du willst, genau, ist quasi auf 80 km eingestellt und du fährst jetzt durch ein Dorf und danach kommt Bergstraße. Und ich will jetzt quasi während dem Fahren einfach ganz easy von Komfort auf Sport schalten. Kann ich nicht. Ohne dass ich den Abstandstempomat löse, auf Sport schalte. Ich weiß nicht, ob ich dann noch kuppeln muss oder irgendwie so. Ich glaube, es geht echt. Ich glaube, genau, dann musst du den Gashahn nochmal explizit ganz loslassen und dann schaltet er um. Also kuppeln oder so brauchst du nicht. Aber ja, ist schade. Habe ich auch bei der Ducati sehr geliebt, im Sinne von, du hast halt einfach easy fahren können. Du hast halt während dem Cruise Control aktiv ist, sagen wir so, hast du einfach easy den Modus wechseln können. Dann hat der automatisch gewechselt, weil du machst eh nichts währenddessen, kann eh nichts passieren in der Richtung und danach warst du einfach auf Sport und hast Schub geben können. Ich weiß nicht, ob das nur ein softwareseitiges Problem ist oder ob es andere Abhängigkeiten gibt, aber das wäre auf jeden Fall super nice, wenn das on the fly gehen wird, weil natürlich wechselst du auch einfach den Fahrmodus, während du im Cruise Control Modus bist und du willst ja nicht. Ja, es ist einfach unrunder. Wenn du musst dir zuerst ein Tempomat lösen, dann musst du wieder Geschwindigkeit halten, dann musst du den Modus wechseln, dann musst du wieder vom Gas runter, dann wechselt er den Modus und dann geht's los. Ihr hört schon, nicht so ganz optimal. Und dann, was auch passiert ist bei mir, beim Bremsbehälter rechts vorne scheint der Dichtungsring verrutscht zu sein. Wieso auch immer, genau, der hat quasi ein bisschen gedampft, Öl verloren, war einfach feucht außen, aber mit Öl quasi, also ein Ölfilm war auf der Außenseite des Bremsbehälters. Ja, habe ich hingestellt, habe sie dann auch gegeben und sie haben gesagt, der Dichtungsring ist verrutscht, sie haben es gefixt und es funktioniert wieder. Seitdem ist auch nicht passiert, aber merkwürdig. Auch eine ganz interessante Sache für mich, die Einstellungen sind alle nicht kombiniert. Bedeutet, du hast den Fahrmodus als Konfigurationsmöglichkeit, du hast das Fahrwerk als Konfigurationsmöglichkeit und du hast ABS zum Beispiel auch als Konfigurationsmöglichkeit. Bedeutet, bin ich jetzt im Komfortfahrmodus und schalte ABS auf Straße, wechsle dann in den Offroad-Fahrmodus und schalte ABS auf Offroad. Wechsle ich zurück auf den Fahrmodus Komfort, habe ich noch Offroad ABS. Ja, so wie ich drauf bin, bin ich natürlich, also Offroad ABS mache ich zum Glück immer so, dass vorne noch ABS aktiv ist, aber hinten blockiert. Ich arbeite dran, die blockierende Hinterbremse Offroad in den Griff zu bekommen. Und dann fahre ich auf dem ersten Parkplatz raus, weil ich sehe, hey, das ist noch Offroad eingestellt. Und bin natürlich gleich mit blockierendem Hinterrad in die Endposition gerutscht. War mir dementsprechend nicht so ganz bewusst. Ja, Bedienungsfehler, aber hab's halt auch von ich und diese Bedienungsfehler bei so Security, bei so fahrsicherheitswichtigen Themen muss ich mir echt hinter die Ohren schreiben, weil es ja auch potenziell gefährlich ist. Dementsprechend alles gut gegangen, du weißt es jetzt. Wichtiger Hinweis für alle, die so ein Bike kaufen und damit herum experimentieren. Es ist zum Glück eher auch auf dem Main-Display angezeigt, was gerade aktiv ist. Aber ja, du musst es halt im Hinterkopf haben. Und bei Ducati war es so, du hast quasi jeden Modus für sich konfiguriert, der hat das gespeichert. Dann hattest du bei Offroad weiches Fahrwerk mit Offroad ABS, hast wieder auf Straße geschalten und dann hattest du einfach normales Fahrwerk mit Straßen ABS. Ziemlich praktisch gewesen. Das sind einfach so Erfahrungen. Was ich auch schade finde, eben für mich persönlich, ist, dass Fahrmodus und Fahrwerksmodus auch nicht kombiniert sind.
Bedeutet, wenn ich auf Sport schalte, für die Gasannahme zum Beispiel, muss ich auch das Fahrwerk auf Sport schalten, damit es straffer ist. Das sind 2 Schritte. Ich habe auch keine Lust darauf, eigentlich. Ich fahre raus aus dem Ort und ich habe zum Beispiel den Fahrmodus auf C1 gelegt. Nutzt mir das nichts. Ich muss auch noch ins Menü eintauchen, ins Untermenü gehen, dort auch noch das Fahrwerk auf Sport stellen und dann habe ich es. Und dasselbe natürlich auch nach dem Berg, wenn ich wieder gemütlich durchs Tal bis zum nächsten Berg fahre zum Beispiel. Für mich persönlich sehr schade. Wieder mal bei Ducati hat das alles perfekt gepasst. Und ja, was für mich besonders schade ist, also ich finde der Fahrmodus, der bleibt bei mir eigentlich immer gleich. Ich bin im Regen mit Sport gefahren, ich bin im Regen mit normal gefahren. Also so herrlich. Oh, ich hoffe, ihr seht mich hier auch noch gut. Genau, die gute alte GoPro. Der Klassiker. Hier ist vielleicht noch so 15 cm Sonnenschein von der Kante gewesen. Ich bin so leicht im Schatten gesessen. Aber die GoPro ist überhitzt. Ja, okay. Sie ist in der Sonne gelegen, sie heizt, sie recordet in 2,7K. Was soll man machen? Wir legen einfach weiter. Ich fange einfach nochmal mit dem ganzen Beispiel an. Also die Einstellung, Fahrmodus, Fahrwerksmodus und ABS-Settings werden quasi nicht synchronisiert. Ich will halt einfach von Komfort in Sport schalten. Ich würde erwarten, das Fahrwerk schaltet auch von Komfort in Sport. Tut es aber nicht. Und das besondere Manko dabei ist auch, du hast quasi auf den C1 und C2 Schalter kannst du Custom-Funktionen legen, aber nicht den Fahrwerksmodus. Genau, was ich glaube ich schon gerade angefangen hatte zu erzählen, war, ich kann immer im selben Fahrmodus fahren. Also für mich ist das immer egal, ich fahre im Regen auch in Sport. Es ist für mich voll in Ordnung, es passt. Ich lebe das auch bei Sport. Könnte man auch das ein oder andere Anheben des Vorderrads leichter bewirken können. Toll. Und dementsprechend passt das für mich, wenn das immer auf Sport fährt. Aber ich würde gerne das Fahrwerk schnell umstellen. Und über den C1-Schalter oder den C2-Schalter kann ich das leider nicht, weil die Option nicht zur Verfügung stellt. Ich kann nur den Fahrmodus wechseln. Genau. Es ist jetzt zwar persönliche Fahrliebe. Es ist jetzt Fahrliebe, wunderschönes Wort. Es ist zwar persönliche Vorliebe, aber genau. Was bei mir quasi wichtig ist zum Einstellen, ist je nach Straße, je nach Beschaffenheit, je nach wie viel Schlaglöcher, wie gut ist der Asphalt, ist der ausgeschwemmt, ist es irgendwie eine rumpelige Bergstraße oder ist es einfach wie in der Schweiz. Ich habe am Wochenende jemandem erzählt, der Ofenpass, die geilste Strecke, die ich jemals gefahren bin, tatsächlich auf all meinen Kilometern die perfektesten Kurven. Ja, ist das einfach ein wunderbarer Schweizer Asphalt, wo man wirklich sagt, der ist einfach perfekt oder eben nicht. Und ja, da würde ich gerne die Härte des Fahrwerks zum Beispiel schnell umstellen. Man kann alles umstellen, aber man muss halt wieder ins Menü eintauchen, in die Fahrwerkseinstellungs-Modi-Einstellung gehen und dann kann man das dann dort umstellen. Ja, mittelmäßig. Genau, dann gibt es noch ein Feature, das heißt Hill Climb. Bedeutet, Ducati hat die Haltebremse. Du kannst einfach fest den Bremshebel ziehen oder fest auf die Fußbremse steigen und dann wird die Hinterbremse aktiviert und du stehst. Hat eigentlich super funktioniert, hat mich eigentlich nie gestresst. Bei der KTM gibt es quasi Hill Climb, auch unter dem Tech Pack quasi dabei. Und der Hill Climb sorgt quasi dafür, dass du bergan gut losfahren kannst. Genau, ich hatte das dann einfach viel zu oft, dass ich quasi beim Rangieren irgendwie in diese Hill Climb Blockade reinkomme. Ja klar, du ziehst den Bremshebel leicht zu fest, aber der triggert echt sehr früh. Oder du bist am Rangieren, du willst halt den Schwung mitnehmen und er macht dicht. Genau, ich habe das Feature wirklich ausgeschalten, weil es leider mich mehr gestresst hat, als es mir Benefit gebracht hat. Ich kann gut bergauf losfahren, ich habe da keine Probleme, aber beim Rangieren behindert es mich definitiv öfter, als es einen Nutzen für mich hat. Ja, ein Klassiker, aber wirklich minimal, und zwar die Leerlaufanzeige, die haut bei mir oft dorthin, aber bei mir wird oft einfach nichts angezeigt. Das ist in Ordnung, genau. Man muss halt immer mit dem Kupplungshebel ein bisschen das Gefühl spielen lassen und schauen, ist da jetzt noch was drin, ist da doch nichts drin, weil manchmal kommt der erste raus und manchmal kommt der Leerlauf raus, aber ja, not the greatest thing. Aber ja, kennen wir alle vom Mopedfahren, ist passiert einfach manchmal. Und das ist bestimmt so ein Ding von der Bedienungsanleitung und ich muss da noch nachlesen. Aber ich habe jetzt bei dem Bike eine Alarmanlage und ich bin noch nicht ganz sicher, wie die funktioniert nach längerer Zeit des Bike-Stillstehens. Zum Beispiel bei mir ist aber wieder ein Bedienungsfehler, aber es ist nicht ganz transparent, sagen wir mal. Bei mir steht das Bike vor der Haustür jetzt. Natürlich schalte ich trotzdem die Alarmanlage ein. Im September bin ich fast nie gefahren. Das Bike steht da draußen. Normalerweise blinkt ein rotes Lämpchen. Ich komme ran, ich will die Alarmanlage ausschalten, aber der Knopf, also es passiert nichts quasi. Bedeutet, ich kann sie quasi nicht ausschalten.
Was ich davor schon experimentiert habe, wenn du einfach den Zündungshebel drückst oder den Zündungsknopf betätigst, dann geht sofort die Alarmanlage los. Also war ich ein bisschen unseriös. Also habe ich natürlich den Knopf gedrückt und die Alarmanlage ist losgegangen. Ich bin aber drauf gekommen, da war so ein zusätzliches neues Piepsen. Also ich glaube, nach einer gewissen Ruhedauer, Standzeit, schaltet sich die Alarmanlage in so einen Halb-Standby-Modus. Ich hoffe, sie funktioniert noch korrekt. Genau, und dann piepst es zwar beim Starten, aber dann musst du es quasi während dem Starten noch schnell ausschalten und das funktioniert. Dann habe ich mittlerweile auch schon bestätigt. Aber ja, komisch. Ich muss mich auf jeden Fall noch einlesen, wie es läuft. Ist bestimmt irgendwas mit batterieschonend und sparend. Ist einfach nur eine Sache, die ich auch hier erwähnen wollte. Neutrale Punkte, die mir noch so eingefallen sind, wäre, das Windschild ist in Ordnung, aber quasi du spürst definitiv auch Wind, der noch dich trifft. Finde ich aber auch gut. Das Tourenschild bei der Ducati war mir echt zu viel. Also bei heißen Tagen hast du quasi keinen Wind mitbekommen, auch wenn es ganz unten war, hast du wenig Wind mitbekommen. Es gibt auch bei KTM noch ein extra Tourenschild, das nochmal größer ist. Eigentlich wollte ich eher das Rallye-Schild, das noch kleiner ist. War damals nicht lieferbar, deshalb habe ich es jetzt nicht. Macht aber nichts. Dabei habe ich mal so damit leben gelernt und bin eigentlich ganz glücklich. Ein ganz kleiner Hinweis auch noch beim Neutral. Genau, der Schaltautomat ist von Haus aus also im Standard-Setting sehr spannend konfiguriert. Im Sinne von eben bei 8.5 ist so die erste Stufe und irgendwie bei 10.11 die zweite. Und so ein großes rotes visuelles Blinken passiert erst bei der zweiten Stufe. Bei der ersten ändert sich irgendwie die Farbe vom Drehzahlband oder so, aber das nimmst du halt nicht wahr, weil das Display ist riesig, es ist weiß, du schaust dir auf die Straße und du beschleunigst. Also was ich jedem empfehlen würde, der so ein Bike hat, nehmt euch einfach die zweite Stufe zu Herzen, was ihr da wollt, weil quasi wenn das Ding in der Standardeinstellung groß rot blinkt, bist du quasi schon in dem Bereich, wo du den Schaltautomat gar nicht mehr triggern kannst. Erstens ist es in Millisekunden Timing. Und zweitens, genau wenn der Motor schon im Drehzahlbegrenzerbereich ist, funktioniert der Schaltautomat oft nicht, was alles voll in Ordnung ist. Aber dementsprechend, ich habe jetzt einfach den Schaltautomat mit der Stufe 1 und 2, glaube ich, nein, dasselbe irgendwie bei 8.000, 9.000 reingestellt. Genau, dann fängt das Display so groß rot zu blinken an. Ihr seht es vielleicht mal in einem Topspeed-Video. Dann hat man auf jeden Fall auch, wenn man sich auf die Straße konzentriert, allein durch das periphere Sehen noch die Möglichkeit, hier einfach den nächsten Gang reinzukicken, ohne dass es zu irgendeiner Art Verzögerung kommt. Das war es jetzt vorerst mit dem Review. Was ganz spannend ist, ist allgemein noch die Konfiguration des Bikes. Und zwar, ich hätte gerne gehabt eine R-Version mit 21 Zoll Vorderrad, elektronischen Fahrwerk und dementsprechend auch Speichenräder. Kriege ich aber so nicht. Und zwar, die primären Unterschiede zwischen R und S ist quasi das elektronische Fahrwerk, der Abstandstempomat und die Vorderradgröße. Ganz grob zusammengefasst, gibt noch viel mehr. Aber ja, was ich eben deshalb als Kompromiss genommen habe, war jetzt die S, weil das elektronische Fahrwerk für mich das Nonplusultra ist, weil ich sehr oft alleine mit Gepäck, gemeinsam mit Freundin und Gepäck, gemeinsam mit Freundin ohne Gepäck. Ihr seht es genau, manchmal mit Zelt drauf, manchmal ohne Zelt drauf, manchmal mit Koffer drauf, ohne Koffer drauf. Genau, ich will ein optimales Fahrwerk und ich will mir nicht die Mühe machen, es manuell jedes Mal einzustellen. Deshalb das mit der R und dem manuell einstellen ist es mir deshalb nicht wert gewesen. Und weil wir auch viel Touren einfach fahren. Ich will da diesen Komfort auf jeden Fall mitnehmen. Das Vorderrad ist halt so ein Kompromiss-Ding. Im Sinne von, ich bin mit der Ducati die Bosnia Rallye mit dem 19 Zoll Vorderrad gefahren. War möglich. Ich hätte aber voll gern allein durch das Learning und die Fliehkräfte, und ich will das gern nochmal ausrechnen, was für einen Benefit im Aufstellmoment man hat, auf Kilogramm gerechnet oder was auch immer man da rausrechnet. Aber werde ich leider jetzt nicht erfahren, weil es gibt die S nicht mit 21 Zoll Vorderrad. Soweit. Dann wollte ich die S mit elektronischem Fahrwerk und Speichenrädern. Gibt es leider auch nicht. Kann ich mir einen extra Reifensatz bestellen, aber ich brauche ja keine 2 Reifensätze. Ich hätte gerne gehabt, dass das Bike aus der Fabrik mit Speichenrädern und 19 Zoll Vorderrad kommt. Verdammt. Auch wieder ein Manko. Genau, auf den Abstandstempomat hätte ich auf jeden Fall sofort verzichten können. Ist ein nices Feature, ist wirklich geil auf langer Strecke. Ich genieße es, auch so im Stadtverkehr auf dem Münchner Ring so dahin zu cruisen. Aber man kann auch ohne leben, wenn ich dafür eben elektronisches Fahrwerk und 21 Zoll Vorderrad hätte. Genau, und ihr seht schon in der Konfiguration, ich bin wirklich 1000 Tode gestorben, weil ich hätte halt wirklich gern mir mein Wunschmotorrad, was ja eigentlich fast R und S fast dasselbe ist, so zusammen konfiguriert, dass es für mich passt. Und ich habe es wirklich sehr schade gefunden, dass ich das nicht rausbekommen habe, was ich eigentlich wollte.
Ich bin jetzt super glücklich. Ich habe ganz normale Stahlfelgen oder Alufelgen. Wirklich interessant. Auf jeden Fall gusseiserne Räder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt zu faul nachzuschauen und es interessiert mich auch nicht. Ich würde annehmen, es sind Alufelgen, aber vielleicht durchschlagssicherer Stahl. Vielleicht bricht Alu besser. Es würde mich wirklich sehr interessieren, aber auch nicht genug. Ich habe jetzt die S-Version mit nahezu allem Zubehör, was möglich ist, also diese Tech-Pack, einige Powerparts. Ich stelle euch gerne nochmal die Konfiguration im eigenen Video vor. Ja, 19 Zoll Vorderrad. Bin auch sehr glücklich damit, passt alles perfekt und schau mal, was ich Offroad fahre. Was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, diese Bikes haben für mich in der Größenordnung, es ist nice und das Bike kann es, aber trotzdem, es macht nicht so viel Spaß, wie ich gesehen habe, dass andere Leute an Spaß haben mit einem leichteren Bike. Das bedeutet, wahrscheinlich werde ich mit dem Bike nicht nochmal die Bosnia Rallye fahren, auch wenn es mich sehr reizt. Eher irgendwas, wo man vielleicht einfach auch längere Schotterpassagen, irgendwie Transitalia habe ich gehört, genau, soll ganz geil sein. Auch einfach, wo man auch Kilometer macht. Man kann auch mal grobe Sachen fahren, man kann auch mal Waldwege fahren, das ist alles perfekt. Aber einfach so grobes Geröll und wo dann das Gewicht einfach so eine große Rolle spielt. Und auch so eine Frage, ist ein Lenkungsdämpfer so geil, dass ich mir den kaufen sollte? Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ich finde sowas kann wirklich geil sein, also was ich so gesehen habe, einfach so durch Sand fahren und gerade Garage hat man das auf der Bosnia Rallye damals gezeigt, wirklich geil, oder auch wenn du einen Steinschlag kriegst, halt, dass er den quasi wegdämpft und du trotzdem solide geradeaus fährst. Finde ich, ist ein Weltklasse-Feature. Aber ja, einfach so Brainstorming für mich. Das Ding ist, weshalb ich mir auch so schwer getan habe mit dem Video, ich liebe das Bike, aber wie ihr hier sehen könnt, ist die Liste an negativen Punkten relativ lang, aber nehmt es nicht so ernst. Und vielleicht nehmt es nicht so ernst, das ist perfekt. Also ich liebe das Bike. Für mich ist das Bike auf jeden Fall das Bessere und das Passendere als die Ducati Multistrada VVS. Was es in jedem Fall aber sagen gibt, die Software und die Bedienbarkeit ist für mich bei der Ducati Multistrada besser. Ich mag, dass da mehr Knöpfe sind. Ich mag, dass diese ganzen Modis abgespeichert sind. Also Enduro mit Offroad ABS und Sport mit hartem Fahrwerk und Cruise mit normalem Fahrwerk und Urban mit weniger PS. Fehlt mir tatsächlich auch. Ich finde, das wäre mega geil, wenn die KTM tatsächlich auch einen Modus hätte mit weniger Leistung. Einfach so fürs Offroad-Fahren reichen locker 110 PS oder was auch immer. Das wäre super easy. Deshalb, das ist mein Resümee. Es folgt noch ein weiteres Video, einfach detailliert nochmal im Vergleich Multistrada VVS und KTM 1290 Super Adventure. Und dann hat bei der Ducati Multistrada habe ich auch so eine Endpunktbewertung eigentlich abgegeben. Und ja, nachdem das jetzt auch das zweite Bike ist, das ich wirklich lang fahre, traue ich mir das auch hier zu. Und da haben wir Optik, für mich 10 von 10, mega geiles Bike. Wir haben Straßenlage, auch 10 von 10. Nicht phänomenal. Die Ducati hat ja einen Punkt Abzug gekriegt, weil er bei hohen Geschwindigkeiten so ein leichtes Wobbeln war, aber die KTM ist einfach ein mega geiler Bock. Der ist es komplett egal, wie schnell du fährst und wie radikal spontan du einlenkst oder wie agil du dich bewegst. Genau, Fahrsystem mit 10 von 10 funktioniert alles perfekt, eben auch so, dass ich finde das top. Ich kann die Traktionskontrolle nicht so in den normalen Fahrmodis so konfigurieren, dass es für mich gefährlich ist. So gehört sich's für mich. Es ist ein Sicherheitsfeature. Ich sollte mich damit nicht umbringen können. Weiter geht's. Stabilität, alles in allem. Ich habe das Bike noch nicht hingelegt, aber es macht einen grundsoliden Eindruck. Eigentlich, ob man jetzt diesen Sitzheizungsschalter, der sich zumindest gelockert hat, dazu zählen könnte, ich würde sagen, für jetzt nein, 10 von 10 Punkte. Konnektivität, ja, tut mir leid, ist es wirklich beschissen. Aber ich gebe wieder 0 Punkte, weil ich habe auf 2 Handys diese KTM Connect App installiert. Ich habe versucht, ob diese Pfeilnavigation funktioniert. Es ist random. Ich würde sagen, unterm Strich funktioniert es nicht. Sehr schade. Ich danke aber Pipa Industries an der Stelle, dass sie zumindest auf meine E-Mail-Anfrage reagiert haben. Ja, hat noch nichts bewirkt. Ich kann es im Frühjahr 23 wieder testen. Das muss es jetzt aber echt gewesen sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Das Bike ist mega. Ich bin super happy damit. Die Saison ist zu Ende, es ist knapp Ende Oktober. Ich habe noch genug Content. Jetzt kommt noch KTM Adventure Week und danach kommt mal der Sizilienurlaub. Dazwischen kommt noch ein kleines Video vom Enduropark Hechtlingen. Ich war noch mal Eintagestraining. War mega geil dort. Yeah! Und ich habe jetzt auch schon auf der KTM einen 50-50 Reifen montiert, damit ich im Frühjahr vielleicht TED Norditalien mit ein paar Freunden fahren kann. Das wäre der Hit mit Zelt und so ein bisschen Enduro wandern auf gemütlich. Also, in diesem Sinne, lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald.
haltet die Ohren steif, wunderschönen Saisonausgang und an alle, die weiterfahren, aufpassen. Ab jetzt wird es rutschig, es gibt Laub, es gibt Schotter auf der normalen Straße vom Streuen und deshalb kommt immer gut nach Hause. Servus.